Heute modden wir die PS5 Slim und zwar mit offiziellen Bauteilen von Sony. Es gibt erstmal die offiziellen Faceplates und zwar hier in Silber. Dazu der offizielle Standfuß und nicht zuletzt habe ich auch noch einen passenden Controller, damit auch alles im selben Look ist. Dann fangen wir gleich mal an mit den Faceplates. Diese Faceplates gibt es ja schon länger für das Standard PS5 Modell, also die CFI 1000er Serie. Und die gibt es jetzt eben auch separat für das CFI 2000 Modell. Das ist die PS5 Slim hier. Und die hat ja doppelt so viele Faceplates, nämlich insgesamt 4 Stück anstatt 2 wie beim bisherigen Modell. Jetzt gucken wir mal, was uns hier Sony alles mitliefert. Okay, wir haben auf jeden Fall eine kleine Anleitung und... Oh, okay. Ganzen Stapel an Faceplates. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Überraschung, Nummer 5. Und jetzt fragt man sich, hä, 5 Faceplates? Wo sollen denn die drauf? Es ist so, diese Faceplates, die sind gleichermaßen für die PS5 Slim mit Laufwerk und für die PS5 Slim ohne Laufwerk. Und genau das will ich ehrlich gesagt auch mal testen. Ich werde das Laufwerk ausbauen und diese andere Faceplate hier mal dran montieren und dann schauen wir mal, wie sleek und slim die PS5 Slim wirklich sein kann. Oh! Das ist ja eine schöne Farbe. So Leute, ich bin so aufgeregt, endlich mein neues Herzensprojekt mit euch zu teilen. Meine eigene nachhaltige Marke Pamamur ist endlich gestartet und wir haben was ganz Besonderes für euch. Unsere Kaschmir-Schals sind nicht nur ein Traum in Sachen Komfort, sondern sie sind auch super vielseitig. Die sind perfekt für kühle Abende im Frühling, aber genauso super sind die als Sonnenschutz, wenn zum Beispiel mal die Sonne auf die Schultern brennt. Und das Coolste ist, dass die alle nachhaltig sind. Kaschmir ist ja wirklich eins der edelsten Naturfasern, die es gibt, weil es unfassbar langlebig ist und biologisch abbaubar. Und weil es eben Naturfaser ist, kann es extrem gut Temperaturen ausgleichen. Also deswegen eben perfekt auch für alle Jahreszeiten. Und das Beste, es ist auch hypoallergen. Ob es also für euch selbst oder vielleicht auch als Geschenk für eure bessere Hälfte ist. Wenn ihr einmal dieses Material getragen habt, dann wollt ihr fast nie wieder was anderes tragen. Und das sage ich ehrlich, weil ich diese Schals schon oft getragen habe. Also schaut unbedingt auf www.pamamur.de vorbei und checkt die Kollektion aus. Und als Danke an euch, unsere coole YouTube-Community, gibt es mit dem Code FrauPixel10 10% Rabatt. Das sind jetzt die 5 Faceplates in Sterling Silver. Und ich muss sagen, das ist jetzt wenig, das ist eigentlich wie Metallic Silber mit einem Blaustich. Also es ist ein sehr, sehr kühles Grau, beziehungsweise Silber. Und ja, die werden wir jetzt gleich mal dran montieren. Und wie gesagt, ich werde gleich mal schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Jetzt kommt das Interessante an der ganzen Geschichte. Diese Faceplates, die sind nur gesteckt. Ihr braucht keinen Schraubenzieher oder irgendwas. Die dürften, Achtung, einfach mit einem ziemlich krassen Knacken einfach rauszumachen sein. Die haben vorne nämlich hier eine Lasche, die man rausziehen kann. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Interessanterweise, die originalen Plates, die sind einerseits matt, aber die Oberseite der Plates sind glänzend. Anders als bei den Austauschteilen. Die Austauschteile sind nämlich matt und nicht glänzend. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schöner finde, ein bisschen edler. Ah, okay. Man muss aufpassen. Man muss zuerst das an der Rückseite einklinken und dann an der Vorderseite befestigen. Ah, und schon ist es drin. Passt. Das Interessante ist übrigens, diese ganzen Plates haben alle PlayStation-Symbole. Also hier haben wir zum Beispiel das X, wir haben hier das Dreieck und wir haben hier Kreis. Und hier haben wir schon Viereck anmontiert. Das heißt, dann kann man die relativ easy zuordnen. Aber sie passen sowieso nur auf eine bestimmte Weise drauf. So, das klinken wir wieder hinten ein und können es vorne... Oh, jetzt stimmt das Ganze. Ah, schick, schick. Theoretisch könnte ich das jetzt sogar so lassen. Gut, jetzt die andere Seite. Und hier dasselbe. Und wo wir die Platte hier schon mal weg haben, können wir jetzt auch noch die SSD austauschen. Die SSD ist unter diesem Metallschacht versteckt. Die kann man einfach mit einem Kreuzschlitz Schraubenzieher rausmachen. Das ist nur eine Schraube, die ihr da braucht. Hopsa.
Und dann könnt ihr hier eine SSD einbauen. Ich habe jetzt in meinem Fall schon eine eingebaut, inklusive Kühlkörper. Darauf solltet ihr eigentlich achten. SSDs sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr achtet bei SSDs einfach immer darauf, erstens natürlich PS5-kompatibel und zweitens mit Kühlkörper. Und die wird einfach in diesen Schacht eingesetzt und angeschraubt. Fertig. Und dann kann man das Ganze wieder dran schrauben. Gut, dann kommt die neue Platte dran. Ich muss ehrlich gestehen, zweifarbig, das hat auch was. Könnte man vielleicht sogar so lassen. Aber wir machen jetzt schon den kompletten Umbau und machen das mal weg. So. Und jetzt kommt etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich will testweise das Laufwerk ausbauen, einfach nur, damit wir noch eine slimmere, sleekere PS5 haben. Und das Laufwerk ist super easy auszubauen. Das muss man einfach nur hier hinten rauslösen und kann es dann eigentlich rausnehmen. Und das ist das ganze Blu-ray-Laufwerk, das einfach nur hier angedockt dran liegt. Und das können wir jetzt so lassen. Ich tue das mal zur Seite. Und baue jetzt eben diese Platte ran. Natürlich alternativ dann eben die Platte mit der Laufwerksausbuchtung. Aber wir machen jetzt das mal so. Ah ne, hier oben ist nicht drin. Jetzt ist es drin. So, und jetzt haben wir eine richtig schlanke PS5 hier. Das ist richtig nice. Und vor allen Dingen in diesem schicken Kobalt. Sterling Silver? Sterling Silver, nicht Kobaltblau. Wieso würde ich Kobaltblau sagen? Vor allen Dingen sieht man, wie slim die neue PS5 ist im Vergleich zum vorigen Modell. Das ist das Modell ohne Disklaufwerk und hier jetzt eben auch das Vergleichsmodell ohne Laufwerk. Und das merkt man einfach, das haben die garantiert so designt. Das ist ja immer noch meine Theorie, Leute, dass Sony definitiv die PS5 designt hat ohne Laufwerk. Weil schaut euch das Design an und dann schaut euch mal das Design an mit Laufwerk. Das ist immer so eine komische Ausbuchtung, die irgendwie nicht reinpasst. Das ist halt viel schicker. Die Profis unter euch haben das vielleicht schon bemerkt. Das alte Modell hat einen Standfuß, der auch mitgeliefert ist im Lieferumfang. Und ja, Sony dachte sich, nee, wir sparen uns das und liefern bei der Slim gar keinen Standfuß mehr aus. Stattdessen verkaufen wir den Standfuß separat für schlappe 30 €. Kein guter Schachzug, Sony. Nichtsdestotrotz, ich habe den Standfuß da und den werden wir auch gleich mal dran bauen, damit das Ganze auch nice aussieht. Der Standfuß übrigens ist interessanterweise kompatibel nicht nur mit der Slim, sondern auch mit der bisherigen PS5. Umgekehrt könnt ihr den alten Standfuß aber nicht an die neue anbauen. Nur den neuen Standfuß, den separat erhältlichen, der passt an beides ran. So. So. Und hier ist noch mal was. Okay, jetzt müssen wir gucken, weil das ja für zwei unterschiedliche Geräte designt wurde. Also fairerweise muss ich sagen, für 30 € kriegt ihr zumindest einen stabilen Metallring. Also vom Design her ist das schon schick. Vom Preis her nicht. So, jetzt müssen wir gucken, wie rum wir das brauchen. Da müssen wir die PS5 auf den Kopf stellen. Und an der Unterseite gibt es hier so eine kleine Kappe, so eine runde. Die kann man einfach rausnehmen. Die muss nämlich weg, denn hier kommt der Standfuß rein. Da muss man nur gucken, dass man die richtige Rasterung trifft, damit man die mitgelieferte Schraube hier einsetzen kann. Und geschickterweise gibt es auch eine Vorrichtung für diese kleine Kappe, die kann man nämlich hier einbauen, noch einsetzen, damit die nicht verloren geht. Und das ist eine nette, nice Lösung und ein richtig nicer Standfuß. Der hat auch an der Unterseite Gummierung, damit die PlayStation ein bisschen auch stabil bleibt, wobei, ja, also ich würde sagen, umkippen kann sie jetzt nicht mehr. Sie wackelt leicht, also so ganz stabil ist sie jetzt nicht. Das heißt, wenn man dran stößt, wackelt alles, aber sie bleibt stabil. Also von daher ist das schon okay, würde ich sagen. Damit das Ganze jetzt auch noch passt im Sterling Silver Design, habe ich hier auch noch einen offiziellen DualSense Controller in besagtem Sterling Silver. So, dann gucken wir mal rein, was uns hier geboten wird beim DualSense. Eine kurze Anleitung und der DualSense. Das ist ja sehr überraschend. Oh, das passt jetzt auch wunderbar zur PS5. Was allerdings nervt, es wird ausschließlich der DualSense mitgeliefert. Es gibt kein USB-Kabel zum Laden.
geschweige denn eine Ladestation oder irgendwas. Es ist nichts dabei. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe hier eine ganze Kiste voll USB-C-Kabel. Das heißt, die hat man eigentlich immer da und kann es dann dementsprechend auch an der PS5 anschließen oder an ein Ladegerät. Und so hat man jetzt eine wirklich sleeke PS5 in einem wirklich, wirklich geilen Farbkombination. Sterling Silver, das mehr aussieht wie Kobaltblau. Ich bilde mir immer ein, es gab mal eine Farbe, die hieß Kobaltblau. Bei irgendeiner PS4-Serie? Ich habe keinen Schimmer. Und jederzeit kann ich natürlich auch diese Faceplate wieder entfernen, das Laufwerk dran bauen und die passende Faceplate eben dann darüber stülpen. Und das geht. Das Laufwerk muss nur online registriert werden. Und dann läuft das Laufwerk ganz normal. Jetzt läuft einfach das Ganze sowieso über SSD, weil ein Laufwerk ist ja eigentlich nicht nötig zum Betrieb von der Konsole. Und dann ist das sehr, sehr nice. Und so könnt ihr eure PS5 einfach mit einer schickeren Faceplate ausstatten. Das Ganze gibt es ja nicht nur von Sony, sondern auch von Drittherstellern. Meiner Erfahrung nach aber passen die Plates von Sony einfach viel besser an die PS5. Ich hatte nämlich auch schon einige Schwierigkeiten mit Dritthersteller-Faceplates, die nicht ganz exakt drauf passen. Aber normalerweise sind die ja günstiger. Wenn sie nicht so günstig sind, dann kauft lieber das Sony-Original. Und beim Controller gibt es ja sowieso keine Frage. Einen Controller kann man immer brauchen. Deswegen, den würde ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich ihn nicht schon da hätte. Was haltet ihr von den Faceplates und der Farbe? Haut's unten in die Kommentare rein. Bis dahin, macht's gut.